Herzlich willkommen, ich bin Petra. Und ich bin Jürgen. Zusammen haben wir ein intelligentes Holzhaus gebaut, damit wir uns auch im Alter wohlfühlen können. Kommt einfach mit, wir zeigen es euch. Wir haben schon von Anfang an hier mit einem Aufzug im Haus geplant, weil wir im Alter ja auch beweglich sein möchten. Und dazu ist dieser Lastenaufzug optimal, den wir jetzt natürlich für Getränkekästen und andere Sachen verwenden. Aber jetzt gleich ins Zimmer, wo unsere zukünftige Pflegekraft wohnen wird. Im Alter möchten Petra und ich natürlich versorgt werden. Wir möchten nicht in ein Heim gehen. Und deswegen hatten wir die Idee bei der Planung von dem Haus, dass wir hier auch eine kleine Wohnung einbauen, wo wir dann eine Pflegekraft unterbringen können. Es hat halt eine Küche, wo die Pflegekraft sich alleine versorgen kann. Und wir haben in diesem Zimmer einen Raumsparer, nämlich ein Klappbett. Das ist natürlich optimal, wenn man wenig Platz hat. Und ihr werdet euch vielleicht fragen, wieso wir jetzt hier schon ein Zimmer für eine Pflegekraft haben. Jetzt nutzen wir es noch als Gästezimmer. So, wir sind hier ja im ersten Stock. Hier sieht man schon die Treppe zu unserer Wohnung hoch. Das haben wir gleich intelligent geplant, indem wir einfach den Stauraum ausnutzen und hier zum Beispiel unheimlich viel Tiefe haben für unsere ganzen Dinge, die man so noch aufräumen muss. Und natürlich ohne Griffe, damit man auch nicht hängen bleibt. Und jetzt kommen wir zu einem Highlight. Da habe ich mir viele Gedanken gemacht und doch was Tolles gefunden, und zwar mein Schuhschrank. Von unten bis oben Schuhe, mein Traum. Und zwar haben wir lange gesucht, dass wir die richtige Größe von den Schubladen gefunden haben. Und zwar sind die Schubladen wunderbar für 1 bis 2 Paar Schuhe, je nach Größe. Unten beginne ich immer mit Schwarz, dann geht es Richtung hellere Farben. Und was auch toll ist, habe ich dann im Nachhinein gemerkt, dass ich ja richtiges Gedächtnistraining dabei mache. Wo habe ich jetzt welche Schuhe untergebracht? Das weitere Highlight an meinem Schuhschrank sind diese Knöpfe, die ich extra ausgesucht habe. Glitzer, dass einfach zu dem Holz auch noch das Moderne dazu kommt. Ein weiterer Pep kommt hier oben an der Eingangstüre für unsere kleine Fellnase. Unsere Dora, unser Hund, kann hier sich selber bemerkbar machen, wenn sie rein möchte, und klingelt einfach mit ihrer Pfote. Und dann kann sie natürlich reingehen. Vom ersten Stock kommt man nicht nur über die wunderbare Treppe nach oben, sondern wir haben auch einen extra anderen Lift eingebaut. Den möchte ich euch zeigen, der hat nämlich eine Besonderheit. Dieser Lift braucht keinen jährlichen TÜV. Das liegt daran, weil er nicht selbstständig fährt. Man muss immer diesen kleinen Knopf drücken. Aber mal ehrlich, das ist es mir wert, weil für 400 € im Jahr drücke ich gerne ein Knöpfchen. So, und hier sind wir jetzt im zweiten Stock in unserer Wohnung. Das ist unser wichtigster Lebensraum. Ideal für uns. Unser schönster Raum, der Wohn-Ess-Bereich, da fühlen wir uns richtig wohl. Zum Beispiel die Holzatmosphäre, diese Wärme, diese Weite. Meine Lieblingsecke ist hier als ehemalige württembergische Weinkönigin mein Weinbereich. Ich liebe Wein. Diese Ecke habe ich natürlich selber gestaltet, indem ich alte Weinkisten vorne abgemacht habe, diesen Teil, und dann wunderbar als Hängeregal, richtig günstig, aber doch wirkungsvoll in meinen Augen, passt hier super dazu. Als nächstes zeige ich euch mal was ganz Tolles, ein Erinnerungsstück an meinen Opa und meinen Vater. Das ist hier der Tisch, ein Wagenrad. Mein Opa war Wagner und hat das Wagenrad selbst gemacht. Mein Vater hat mit Schweißen zu tun und hat die ganzen Beine aus einem Ring des Wagenrads gemacht. Also das ist wirklich ein Herzstück dieser Wohnung. Wenn wir es noch etwas gemütlicher haben wollen, machen wir unseren tollen Kamin an.
Das sieht aus wie Stein, oder? Ist aber eine Gipswand. Habe ich selbst geklebt, war total günstig und wirkt zu dem ganzen Holz ideal für uns. Das ist jetzt hier der Essbereich. Hier sitzen wir oft nicht nur beim Essen, sondern auch beim Planen, beim Nachdenken. Denn wir haben ja das Haus komplett selbst geplant. Nun, Petra ist Physiotherapeutin, ich komme aus dem IT-Bereich. Von der Petra kommt die ganze Ergonomie, das gesamte Wohlfühlen, all das, was dieses Haus in der Atmosphäre ausmacht. Und von mir kommt die Technik. Ich habe das dann auch alles selbst gezeichnet. Insgesamt haben wir über 7 Jahre geplant, von den ersten Anfängen und dann Tatsache seit 2015 ganz konkret. Haufen Arbeit, viel Gehirnschmalz, bis das alles irgendwie geklappt hat. Aber da sind wir natürlich auch stolz drauf, dass das so funktioniert. Uns war wichtig, dass wir nachhaltig bauen. Uns war wichtig, dass wir biologisch bauen. Und das Tolle ist, wir haben hier Holzständerbauweise, wo wir komplett flexibel sein können. Das heißt, wir haben das vorbereiten lassen von den Zimmerleuten. Die haben das dann hier vormontiert. Und der ganze Innenausbau, das Lackieren, das Gestalten, das Verlegen von bestimmten Systemen, das haben wir alles komplett gemacht. Und damit wir das richtig anwenden konnten, haben wir viele YouTube-Videos angeschaut und haben uns überlegt, wie kann man das im Prinzip nachmachen, was da gezeigt wurde. Wir haben uns getraut, unsere verrückten Ideen auszuleben. Zum Beispiel die Sonne hier oben, die wir unbedingt wollten am Geländer. Das hat vorher der Holzbauer gesagt, nee, geht gar nicht, kriegen wir nicht hin. Und wir haben dann lange rumdiskutiert, wie es dann doch hinkommt. Und jetzt sieht es doch ganz toll aus. Ihr habt jetzt bestimmt die ganze Zeit im Hintergrund auch diese Bildschirme gesehen. Das ist unsere Haussteuerung. Ich bin ja bei uns für die Technik zuständig. Und da bietet es sich natürlich an, dass wir das alles über moderne Computer steuern. Und diese Computereinheiten sind auch zuständig für die Heizung. Und das ist unsere Infrarotheizung. Alle Bilder, die ihr in unserer Wohnung seht, all diese Stoffposter, das ist unsere Heizung. Hinter jeder dieser Bilder stehen 500 Watt Heizleistung. Das wird alles durch einen Computer gesteuert. Der misst die Temperatur in jeder Wand, der erkennt, wie die Wetterlage draußen ist und der steuert es so, dass wir immer möglichst kuschelig warm in der Wohnung sind. Diese Infrarotwärme, die kommt eigentlich vom Dach, da haben wir nämlich unsere Photovoltaikanlage. Die Photovoltaikanlage speichert jetzt den ganzen Strom in einer Salzschmelzebatterie. Warum jetzt nicht Lithium? Nun, uns war das wichtig, dass es nachhaltig ist. Wir wollen auch die Brandgefahr nicht haben. Ich habe einfach die Angst bei einem Holzhaus mit Lithium, dass da irgendwann mal was schief geht. Das Haus habe ich dann konstruiert als Inselanlage. Wenn also in der Region der Strom ausfällt, können wir 3 Tage lang eigenständig unseren Strom von der Batterie herausholen. Und da war das Tatsache letztes Jahr mal in Ellhofen, dass der Strom mal einen Abend ausgefallen ist. Und alle Häuser in Ellhofen waren dunkel und das einzige beleuchtete Haus, das war bei uns. Jetzt nehme ich euch mit und zeige euch den entspannten Wellnessbereich. Das habe ich selber gebaut, das sind 250 Kilo Himalaya-Salz. Ich bin ja Physiotherapeutin und weiß, dass man im Bereich Salz die Atemwege und das Durchatmen wirklich super positiv beeinflusst, wie am Meer. Die Luftfeuchtigkeit kommt hier vom Brunnen, es plätschert unheimlich schön und es tut so gut, dass man sich unheimlich frei fühlt. Als nächstes ist hier die Infrarotkabine. Da bin ich immer abends drin, wenn ich draußen gefroren habe, dann kann man hier wunderbar reinsitzen bei 40, 50 Grad. Man kann natürlich auch höher gehen und richtig schwitzen, geht auch. Und das ist ganz klasse Wohlgefühl. In diesem Haus gibt es viel Technik und deswegen brauchen wir auch eine Steuerzentrale. Und die zeige ich euch jetzt. Und da seht ihr die ganzen verschiedenen Einheiten, die wir haben. Den Steuercomputer, ihr seht die verschiedenen Stromsysteme. All das ist eigentlich dafür zuständig, dass in dem Haus alles automatisch funktionieren kann. Nicht nur die Heizung, sondern auch die Alarmanlage hängt an diesem System mit dran. Wir haben in diesem Haus über 50 verschiedene Systeme, die gesteuert werden. Und das alles läuft über künstliche Intelligenz,
Denn das System hat gelernt, wie wir in dem Haus wohnen und richtet sich danach aus. Der Computer ist in der Lage, das Haus auch zu lüften. Das heißt, das Fenster wird geöffnet, wenn er der Meinung ist, die Luftfeuchtigkeit oder Temperatur stimmt nicht. Es ist ein natürliches Klima, was hier entsteht aufgrund dieser Intelligenz. Und auf so einem Tablet kann ich dann Tatsache genau erkennen, welche Temperatur habe ich im Raum. Und ich bin dann eigentlich Chef der Heizung und das kann ich von der Ferne aus machen, kann das vom Urlaub aus machen, kann das aber auch hier innerhalb der Wohnung steuern. Es ist einfach ein sorglos Paket und das ist das, was wir sehr genießen. Computer, Flur an. Und jetzt zeige ich euch mein Reich. Meine Küche. Das ist eine Holzküche in Eichenholz und ich habe wirklich jeden Schrank, jede Ecke hier selbst geplant. Auch im Alter muss es funktionieren und da haben wir zum Beispiel alle Unterschränke mit einem vom Fuß her öffnbaren Bereich. Das ist ganz leicht und easy. Dann haben wir hier eine Kücheninsel. Das ist so mein Herzstück. Die Insel lässt sich verschieben in alle Richtungen, egal ob ich jetzt hier vorne die Spülmaschine ausräume und dann tatsächlich hier über einen kurzen Weg alles einräumen kann. Das ist klasse. Oder ob ich natürlich hier meine Kücheninsel als verlängerte Möglichkeit für die Ablage bzw. die Arbeitsfläche habe. Und was dazu gehört, ist auch hier die Durchreiche. Und da kann ich auch von der Kücheninsel aus zum Beispiel was schneiden und dabei Fernsehen schauen. Und wenn die Petra mal ihre Ruhe beim Schnipseln haben möchte und kein neugieriger Jürgen zuschauen soll, dann schiebe ich die Schiebetür zu. Und jetzt zeige ich euch mal unser Badezimmer. Unser ganzer Stolz, ein Whirlpool mit Dampfsauna, mit einer Wellnessdusche und das alles altersgerecht, leicht zum Einsteigen. Das ist uns ja auch wichtig und vor allem auch zu zweit. Aber das Entscheidende und Wichtigste, unsere Toilette. Das ist nämlich eine Toilette, die ganz automatisch die Reinigung übernimmt, die Trocknung übernimmt und das ist die Besonderheit, ich habe es extra mal rausgenommen, den Urin kontrolliert. Und das Gerät meldet dann über mein Smartphone die Daten an ein Labor. Das Labor gibt mir dann kurze Zeit später Bescheid, ob mit dem Morgenurin alles in Ordnung ist. Der Petra und mir ist es sehr wichtig, dass wir im Alter auch Lebensqualität mit Gesundheit haben. Und deswegen haben wir uns da auch Geräte angeschafft. Zum Beispiel dieses Gerät, mit dem ich meine Körpertemperatur messen kann, das meine Herzfrequenz misst, meinen Sauerstoffgehalt misst und das dann die ganzen Informationen mir an den zentrales iPad auch weiterleitet. Und ich kann eigentlich am frühen Morgen mich gleich mal darüber informieren, ist alles in Ordnung? Und weil uns Gesundheit im Alter so wichtig ist, haben wir hier im Erdgeschoss auch einen kleinen Fitnessbereich eingebaut. Und eine Salzgrotte, wo wir richtig entspannen und auch richtig die Atmung für uns trainieren können. So, jetzt habt ihr unser Traumhaus gesehen. Wir würden es jederzeit wieder so machen, weil die Vorstellungen, die wir vorher hatten beim Planen, beim Durchdenken, sind wirklich zu 100% erfüllt. Wir fühlen uns sehr, sehr wohl hier. Und wir freuen uns auch, dass wir hier gemeinsam alt werden können. Denn wir haben alles getan, was für dafür überhaupt machbar ist und freuen uns auf die Zukunft. Das war die Roomtour durch unser intelligentes Holzhaus. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr spannende Häuser sehen wollt, abonniert unseren Kanal oder schaut hier. Tschüss!